Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Neben vorkomprimierten Bildern, die unter 100 Kilobyte groß sein sollten, ist auch der Name und die richtige Schreibweise des Dateinamens relevant für Suchmaschinen. Und deshalb gucken wir uns in diesem Video an, wie wir unsere Kategoriebilder in JTL Wabi im Hinblick auf die Suchmaschinen wie Google und Bing optimieren. Dafür gehen wir zuallererst in JTL Wabi und prüfen, dass eine Verbindung zwischen unserem JTL-Shop und der Warenwirtschaft vorliegt. Dafür auf Online-Shop-Anbindung gehen und schauen, dass die richtige Wurzelkategorie auf euren Shop übertragen wurde. Stimmt soweit. Also konzentrieren wir uns in dieser Kategorie auf die Unterkategorie Bekleidung. Mit einem Rechtsklick auf Bearbeiten und wenn wir spaßeshalber mal auf dem Reiter Bilder gehen, werden wir feststellen, dass dort die Spalte für den Bildnamen fehlt, die wir bereits aus dem Shopware JTL Wabi Video kennen. Die Lösung ist deshalb, auf die Attribute zu gehen und ein Bildnamen-Attribut anzulegen. Auf Weiterklicken und den gewünschten Wert, also den Dateinamen, den das Bild erhalten sollte, eintragen. Um nicht nur den Namen zu ändern, sondern das Bild auch für Suchmaschinen zu optimieren, achtet darauf, dass ihr nur Kleinbuchstaben verwendet, euer Fokus-Keyword darin unterbringt und sollte dieses Keyword aus mehreren Wörtern bestehen, dieses mit einem Minus verbinden. Würdet ihr die Wörter beispielsweise mit einem Unterstrich verbinden, würde Google das als ein einziges Wort ansehen, was wiederum nicht in eurem Interesse sein sollte. Also klein geschrieben, Keyword unterbringen und mit Minusschreibweise verbinden. Das Ganze speichern und ihr seht, das Attribut wurde hinzugefügt. Wir machen vorsichtshalber mal einen Online-Shop-Komplettabgleich und schauen in unserem JTL-Shop nach, ob sich der Bildname auch wirklich geändert hat. Wir sehen die Kategorie Bekleidung und das dazugehörige Bild, Rechtsklick und Inspect und sehen nun, dass der Bildname tatsächlich geändert wurde. Und somit erfüllen eure Kategoriebilder textlich dem SEO-Anspruch und tauchen im besten Fall zu eurem Suchbegriff in der Bildersuche auf. Viel Erfolg beim selber testen, sollten dabei Probleme aufgetreten sein, lasst uns das in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.